Nachdem im letzten Video zur Industrieanlage das Hintergrundbild mit Beleuchtung ausgestattet wurde, gibt es nun einen Zwischenstand zum weiteren Aufbau. Es geht unter anderem um Industrieprellböcke und eine zusätzliche Ladeanlage. Ausgangspunkt ist das Chemiewerk Kleiningen, das sich am Ausgang des gleichnamigen Bahnhofs befand. Nachdem es abgestürzt war, stand eine Renovierung an, die mit einer Erweiterung in Richtung des neu erbauten Bahnhofs Pulheim verbunden werden sollte. Die Planung der Erweiterung in Anlehnung an den Chemiepark in Dormagen wurde bereits in einem vorausgegangenen Video beschrieben. Im letzten Video zum Industriegelände wurde die Neugestaltung des Hintergrunds gezeigt. Jetzt wird der Wiederaufbau der abgestürzten Modelle mit einigen Ergänzungen angegangen. Im ursprünglichen Aufbau habe ich die Märklin-C-Gleis-Prellböcke eingesetzt. Dass dies aufgrund der unrealistischen Nachbildung ein Fehler war, habe ich bereits in einem anderen Video diskutiert. Nun sollen vorbildnahe Modelle eingesetzt werden, wie man sie im Chemiepark in Dormagen auch findet. Wie man sieht, gibt es dort unterschiedliche Bauformen, aber die Farbgebung ist immer gelb. Als Basis der Prellböcke für die beiden Ladegleise verwende ich ein einfaches Kunststoffmodell von Tillich. Für 4 Modelle, die schnell zusammengebaut sind, zahlt man nur ungefähr 12 €. Entsprechend dem Einsatz im Industriebereich werden sie gelb eingefärbt. Den in Dormagen zu findenden Klappprellbock gibt es als Kunststoffmodell von Faller. Die Kunststoffteile sind bereits hellgelb eingefärbt, werden aber dennoch mit der gleichen gelben Farbe wie die Tillich-Spritzlinge behandelt. Vor dem Einbau werden die Modelle noch mit Klarlack behandelt und nach dem Ausbau der Märklin-Modelle werden dann die gelben Industrieprellböcke auf dem C-Gleis festgeschraubt. Auch die Pfosten zur Markierung der Solllage der Prellböcke werden aufgebaut. Sie sind im Faller-Bausatz enthalten oder können aus gelb gefärbten Holzstäbchen selbst gebastelt werden. Auf dem vorderen Gleis steht bereits eine Ladeanlage, die aus übrig gebliebenen Teilen des Faller Chemiewerk-Bausatzes erstellt wurde. Aus einem Bausatz von Wolters wird nun eine Ladeeinrichtung für das hintere Gleis ergänzt. Zunächst werden Rohre und Metallplatten mit Silberbronze lackiert. Entsprechend dem Farbschema der bereits bestehenden Anlage werden Treppen und Geländer gelb und Trägerelemente grün koloriert. Auf dem hinteren Gleis wird nur eine Ladeanlage aufgebaut, sodass die übrigen Teile für die noch zu erstellende Steamcracker-Anlage verwendet werden können. Eine Bogenlampe sowie eine LED unterhalb der Plattform dienen der Beleuchtung. Dann wird das Modell eingesetzt. Es fügt sich harmonisch in die bisherigen Aufbauten ein. Damit ist jetzt auch auf dem hinteren Gleis eine Produktverladung möglich. Entsprechend dem Namen des benachbart gelegenen Ortes trug auch die Chemieanlage die Bezeichnung Werk Kleiningen. Aus Kleiningen wurde inzwischen Pulheim und dort findet man direkt benachbart den Chempark Dormagen. Insofern war eine Umfirmierung erforderlich. Mit Beleuchtung wird der neue Name auch bei Dunkelheit sichtbar sein. Um das Bild noch stimmiger zu machen, wird auch das Gewerkschaftsplakat aufgehängt. Die Schilder sind mit dem Fotobearbeitungsprogramm aus Aufnahmen ausgeschnitten und in das richtige Format gebracht worden. Auch die Benennung des Einfahrttores musste angepasst werden. Der neue Name ist auch bei Dunkelheit gut sichtbar. Aufgrund des vorhandenen Heizkörpers an der rechten Wand sowie der relativen Unbeweglichkeit der Hauptanlage konnte das restaurierte Modul nicht einfach in die Lücke hineingeschoben, sondern musste von oben hineingehoben werden. Durch die vorgesehene Verkabelung über Steckverbinder ist es elektrisch leicht anzuschließen und sofort einsatzbereit. Es ist mit einer autarken Stromversorgung ausgestattet, wobei die Versorgung der Beleuchtung komplett auf Gleichspannung umgestellt wurde, um das unschöne Flackern bei Filmaufnahmen zu vermeiden. Die Weiche und die Sperrsignale werden über einen Digitaldecoder geschaltet, der neben dem Digitalsignal mit einer unabhängigen Wechselspannung versorgt wird. Da das restaurierte Modul wenige Zentimeter breiter ist als das bisherige, entsteht ein unschöner Spalt zwischen der dahinterliegenden Bebauung und dem auf der Wand befindlichen Hintergrundbild. Da das Bergelement mehr oder weniger freitragend an nur 2 Stellen abgestützt ist, muss das zu ergänzende Gelände möglichst leicht sein. Ich verwende daher für die Ergänzung eine Kombination aus Pappmaché und sehr dünn aufgetragenem Fertigspachtel. Abschließend muss das neue Gelände noch koloriert und begrünt werden, dann ist die Restaurierung komplett abgeschlossen.
Im nächsten Video wird dann die Erweiterung des Industriegeländes mit dem Steamcracker zur Olefinherstellung zu sehen sein. Bis dahin.